Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Legoland Vlog und ich sag's euch, zu guter Letzt waren wir noch im grandiosen City Shop, der sich direkt beim Eingang befindet. Wir haben ihn als letztes angesteuert, da wir da meistens am wenigsten kaufen, aber es trotzdem hier viele tolle Sachen gibt, deswegen zeigen wir euch das auch. Was neu ist, die kenne ich nämlich nicht genau, diese Flaschen, wir haben eine bedruckt mit Apokalypsburg und jetzt gibt es aber auch ohne Druck, also auch mit Druck, aber auch ohne Druck. Für jeden was dabei. Ganz richtig. Also was gibt es in diesem großen City Shop? Es gibt einmal das komplette Lego-Sortiment, also auch alle exklusiven Sets, wie ihr hier sehen könnt, Monkey Kid, diverse Modular-Gebäude und so weiter. Sie haben wirklich alles, auch von Duplo. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das, was für uns natürlich besonders interessant ist, sind diese diversen Merchandising-Sachen wie Tassen, Becher, Plüschtiere, Schlüsselanhänger und so weiter. Und wir schauen auch hier immer gerne durch. Ihr wisst, wir kommen aus einer Gegend, wo wir sehr arm sind, denn wir haben keinen Lego-Store in unserer Nähe. Jetzt also ist natürlich das mal für uns was ganz Besonderes, weil wir hier das Shopping-Erlebnis mal richtig in Persona erleben dürfen und uns die ganzen Kartons anschauen, die wir sonst nur im Internet sehen. Und ich bin einfach ein bisschen mit der Kamera durchgegangen in die Bereiche, die mich interessiert haben. Ich hoffe, es interessiert euch auch. Rita war irgendwo anders, die hat wieder separat eingekauft. Aber wir haben eine kleine Tour gemacht und nehmen euch einfach hier ein bisschen mit. Genau, ich habe mich nämlich gleich in den Friends-Bereich nach hinten begeben. Ihr habt es letztens schon gehört, der Friends-Shop war nämlich zu, aber zum Glück gibt es im City-Shop auch einen Friends-Bereich, also da ist definitiv, sollte kein Problem sein. Es gibt auch immer diese Ausstellungsstücke, die finde ich auch immer sehr toll, diese Vitrinen, damit man sich das anschauen kann, wie groß auch diese Sets wirklich sind. Was ich auch noch toll finde, ist eben das Merchandise. Es gibt viele tolle T-Shirts für Kiddies, starten, glaube ich, bei Größe 104, soweit ich gesehen habe, leider noch ein bisschen zu groß für unseren kleinen Baumeister, aber da kommen wir noch zurück und werden uns welche holen, vielleicht dann auch im Schnäppchenzelt, das übrigens derzeit nicht vorhanden ist, weil das abgerissen wurde und neu gebaut wird. Also da sind wir auch schon sehr gespannt drauf. Hier ein paar exklusive Legoland-Sets, da haben wir uns auch wieder eins gesnackt. Die meisten haben wir schon, genau das Ninjago haben wir uns nicht gesnackt, weil da wissen wir noch nicht genau, wie wir das irgendwie einbauen sollen. Aber wir haben uns das mit diesem kleinen Fahrzeug, mit dieser Fahrschule haben wir uns mitgenommen. Ja. Hier die City-Sets, was ich eben auch noch toll finde, was wir auch mitgenommen haben. Es gibt Freunde-Bücher, ich weiß gar nicht, ist das noch aktuell bei kleinen Kindern? Ich weiß es nicht. Bei uns war es aktuell und es gibt Freunde-Bücher, zum Beispiel von Lego City, aber auch von Lego Star Wars, von Ninjago und so weiter und so fort. Das heißt, egal von was man Fan ist, kann man sich da so ein Buch mitnehmen. Es gibt natürlich auch Rätselbücher, normale Bücher, alles Mögliche. Alles mit Lego und das finde ich einfach schon toll. Wenn man da ein Fan ist, ist das perfekt. Ganz richtig. Also was soll man sich in diesem großen City-Shop also kaufen? Ihr habt gerade gesehen, zum Beispiel die City-Sets, alle Sets hier haben den UVP. Ja. Das zahlt sich also für die wenigsten Sets aus, so ehrlich muss man sein. Also City-Sets braucht ihr euch hier nicht genauso wenig wie die Speed Champions hier in diesem City-Shop kaufen zum Vollpreis, außer ihr wollt ein ganz spezielles Souvenir aus dem Legoland. Würden wir also eher nicht empfehlen, die kauft ihr draußen. Dieses Minifiguren-Dreier-Set, hast du es gesehen? Übrigens, das werden wir euch auch noch im Haul zeigen, das haben wir nämlich auch gekauft. Das ist wie so ein Party-Set übrigens. Ganz richtig. Wofür lohnt sich also dieser, hier der DeLorean, der überall ausverkauft ist, wofür lohnt sich dieser City Shop dann überhaupt? Natürlich für exklusive Sets, für die Legoland-exklusiven Sets, die es sonst nirgendwo gibt. Genau. Und vielleicht habt ihr Glück, wenn ihr Jahreskartenbesitzer seid. Wir zeigen euch das dann am Ende des Videos noch, dass ihr so Gutscheine habt, dann könnt ihr nämlich sehr, sehr viel sparen. Hier zum Beispiel auch die Sets, die des Öfteren mal anderwertig wo ausverkauft sind, zum Beispiel diese Fußballstadien, Creator-Sets, Creator-Expert und so weiter. Also Sets, die man sonst eher weniger bekommt, weil sie einfach vergriffen sind, bekommt man hier eigentlich immer. Und wir haben da sehr viele Kinder und auch Erwachsene gesehen, die da mit großen Kartons unterm Arm rausgegangen sind und sich hier so einen kleinen Traum aus Lego erfüllt haben. Wie gesagt, ansonsten ist der Shop für uns Lego-technisch eher nur zum Schauen und ein bisschen, ja, zum
Fühlen der Vibes, die so in einem Lego-Store vonstatten gehen. Und so Merchandise. Traurig das ist und natürlich, wie Rita richtig sagt, weil es so viele Sachen gibt, die man sonst eher weniger bekommt. Hier auch das Kevin allein zu Hause. Ich glaube, ich habe jetzt ein Dreivierteljahr darauf gewartet. Jetzt habe ich es endlich. Hätte ich es mir dort auch kaufen können, aber jetzt ist es zu spät. Wie gesagt, Preise auf jeden Fall müsst ihr vergleichen. Genau, und vergesst nicht, speziell wenn ihr euch so große Sets kauft, wenn ihr das früh genug am Tag macht, dann könnt ihr die auch hinterlegen lassen. Da bekommt ihr dann so ein kleines Ticket quasi und dann könnt ihr euch die beim Hinausgehen dann mit der Rechnung und dem Ticket vorne beim Schalter abholen. Also es ist dann direkt beim Ausgang. Macht natürlich Sinn, denn den ganzen Tag mit diesem Kevin allein zu Hause rumzulaufen, macht wahrscheinlich auch nicht so viel Freude. Letztes Jahr war es, ich denke, 13:30 Uhr oder 13 Uhr, was die letzte Möglichkeit war, dass man sich die Sets hinterlegen konnte. Dann holt ihr die einfach beim Rausgehen. Genau, oder man geht halt erst in den City Shop beim Rausgehen. Das macht natürlich auch Sinn, auch möglich. Ganz richtig. Hier ganz interessant, sie hatten noch, ich weiß nicht, wie oft der noch vorkommt, wo den alten Formel-1-Wagen mit den Stickern, das Set ist ja dasselbe, aber der Stickerbogen wurde ja wegen Lizenzproblemen getauscht. Hier hatten sie noch jede Menge Kartons im Lager weiß ich nicht, wie viele sie hatten, aber im Regal, hier zum Beispiel auch rechts unten noch, mit den alten Stickern Pirelli, also falls ihr den noch wollt, der ist ja fast überall ausverkauft, der wird ja neu aufgelegt jetzt mit neuem Stickerbogen, dann sollt ihr so schnell wie möglich ins Legoland, dann habt ihr vielleicht noch Glück. Und wie gesagt, die Techniksets, ja, sind schön zum Ansehen, aber die bekommt ihr anderwertig eher ein bisschen besser vom Preis her. Genau, aber wie du eben schon gesagt hast, es ist einfach interessant, quasi mal alle Sets auf einmal zu sehen und man hat da wieder einen guten Überblick von dem, was man schon hat und von den Sets, von denen man vielleicht nur träumt bisher. Wie zum Beispiel hier die Vespa, die haben wir schon. So ein schönes Set. Also das ist wirklich ein Traum. Ja, also es verschiebt sich alles, wie ihr seht, man geht immer mit mehr Sets raus, als man eigentlich wollte und zusätzlich will man mehr haben, als man am Anfang haben wollte. Oder mit Sets, die man sonst nirgends mehr findet. Also zum Beispiel hier dieses Disney-Set mit dem Schaf, also das ist quasi diese Farm von Mickey und Donald, die finde ich sonst nirgends mehr richtig. Vielleicht suche ich auch nur schlecht. Genau. Habe ich auch, ich weiß nicht, ob das vielleicht teilexklusiv oder sogar exklusiv ist, das Set. Was auf jeden Fall sehr exklusiv zu sein scheint, sind diese hölzernen Lego-Einrichtungsgegenstände. Die Figur habt ihr ja vielleicht schon mal wo gesehen, aber diese Kleideraufhänger und diese Laden, schaut bitte nicht auf den Preis, denn die sind exorbitant teuer. Ich weiß echt nicht, wer die kaufen möchte, aber es dürfte Kunden geben. Genau, und es gibt ja zum Glück diese Alternativen, die aus Plastik sind, wo auch quasi diese Kleideraufhänger sind oder auch Regale und Bilderrahmen. Die sind definitiv erschwinglicher. Die aus Holz sind leider wirklich sündhaft teuer. Ja, ich weiß nicht, wer sich das reinstellt, aber es gibt sicher Fans, die das wollen. Hier sind wir im Creator-Bereich, wo es auch sehr viele Sets gibt, die wir normalerweise jetzt nicht so im Lego-Spielwarenhandel sehen. Auch Harry Potter war dabei natürlich. Da ist das große Schloss ich glaube, wie viel kostet das? 400 Euro. Einige Male über den Ladentisch gewandert. Genau. Die haben schon gefehlt hier und diese Vitrinen sind einfach super cool. Genau, und auch die zwei verschiedenen Minifiguren-Sets, wo einerseits Dumbledores Armee quasi diese Auflistung als Teil vorhanden ist oder auch die Karte des Rumtreibers drinnen ist. Also das sind auch tolle Minifiguren-Sets, die definitiv auch mitgehen können bei solchen Besuchen. Ja, richtig. Tims Badespielzeug, also hier haben wir natürlich auch geschaut. Und wie Rita richtig sagt, es gibt auch zum Teil so Minifiguren-Sets um 14,99 oder so, die wir zum Teil auch nicht im Lego Store gesehen haben. Jedenfalls tauchen die dann immer wieder nur sporadisch auf und sind nicht immer verfügbar. Auch jede Menge Polybags haben sie natürlich auch nicht alle, was sehr interessant ist. Ja. Aber wie da genau die Logistik funktioniert, hat sich bis jetzt uns jedenfalls noch nicht erschlossen. Nein, definitiv nicht. Hier übrigens die erschwingliche Variante von den Bilderrahmen. Also die finde ich wirklich sehr süß. Ich finde die auch süß, wenn man die aufeinander stapelt oder eben so separat aufhängt. Und die sind vom Preis einfach wirklich okay. Also da kann man schon mal zuschlagen. Es gibt übrigens auch Nachtlichter.
Genau. Wir haben hier Wasserflaschen mit tollen Drucken, wir haben Nachtlichter, die aussehen wie Legosteine, wir haben Tassen. Und das ist halt wirklich das Merchandise, wo ich immer schwach werde und dann doch immer wieder was mitnehme. Ihr habt es in unseren Videos schon des Öfteren gesehen. Wir sind da große Fans davon und das sind einfach Gegenstände, die unseren Alltag abseits der Lego-Stadt auch sehr aufwerten. Hier nochmal die Übersicht für alle Jahreskartenbesitzer, alte und neue. Wenn ihr noch eine gültige Jahreskarte habt, dann holt euch beim Jahreskartenbüro dieses Gutscheinheft und das zahlt sich natürlich aus, dass man zum Beispiel ein großes exklusives Set mit dem rechten violetten Gutschein 25% auf einen Artikel eurer Wahl einkauft. Ja, dann das könnt hat ihr schon natürlich ganz gut sparen. Definitiv. Und wenn ihr sehen wollt, was wir alles geshoppt haben, dann schaut bei uns in den Haul rein. Wird euch das Heu runterschmeißen. Oder wie sagt man?